Aber vorab muss ich einfach sagen, ich hatte die Gedanken jetzt, wo wir dann Abendmahl genommen haben, dass alle, die hier sind, Gott hat dich lieb. Ich möchte, dass du weißt, dass der Herr dich liebt und dass du gewollt bist. Auch wenn jemand das anders meint und sagt, du bist gewollt von Gott und geliebt und angenommen. Die Bibel sagt, vor Grundlegung der Welt sind wir in ihm erwählt. Bevor irgendwas war, Jesus kannte dich und du bist geliebt von ihm. Und er freut sich, dass du hier bist und er möchte, dass du weißt, dass er sich mit der innigen Liebe liebt. Auch wenn in der Welt du was anderes erfährst. In der Welt ist nicht unbedingt Liebe zu erwarten, aber bei dem Herrn und in seiner Gemeinde ist das die Essenz der Gottesliebe. Denn Gott hat uns geliebt. Die Bibel sagt, Gott hat uns zuerst geliebt. Als wir Feinde waren, als wir ihn nicht kannten, hat uns geliebt und er ist uns nachgegangen. Und er hat nicht locker gelassen, bis du ihn kennengelernt hast. Und ich möchte, dass du das weißt. Ich glaube, dass der Geist Gottes das mich aufs Herz gelegt hat. Du bist geliebt und gewollt von Gott. Amen. Heute ist also ein Titel, was ist der Botschaft des Kreuzes? Und die Antwort ist, er besiegte den Tod. Er besiegte den Tod für uns. Darum ist er gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und er ist gekommen, um dir ewiges Leben zu geben. Er ist gekommen, dir zu vergeben. Deine Sünde und Schuld. Er ist gekommen. Und durch sein Blut geschieht dies. Er schenkt uns, wenn wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wenn wir das hören, dann ist kein Verdammnis. Und dennoch, der Geist schenkt uns Buße, eine Umkehr. Es muss eine Umkehr geschehen von unserem alten Leben ins Neue. Und das tut der Geist Gottes. Er ist es, der das alles uns vorbringt. Und er vergibt uns. Er vergibt uns. Dieses wunderbare Lied, ne? Er vergibt mal meine Schuld. Und er heilt alle meine Verletzungen. Und er salbet mein Haupt mit Öl, dass mich wieder gesund werden. Amen. Das ist Wahrheit. Wir singen Lieder, wir beten Lieder und singen Gebete. Das hat der Sven immer gesagt, dann kriege ich es nicht auf die Reihe. Wir beginnen in Johannes 3. Er besiegte den Tod für dich. Johannes 3, 14 bis 18. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Wir wollen diesen Text genau anschauen. Das heißt nicht, damit der an ihn glaubt, ewiges Leben bekommen wird, irgendwann, sondern jetzt ist der Text. Wer an ihn glaubt, ist vom Tod ins Leben hinübergegangen. Das tut der Geist Gottes. Das ist die neue Geburt. Wenn wir vom Tod ins Leben, wir sind in der Welt gekommen, wir sind in Sünde geboren, wir sind in den Tod geweiht. Das weiß doch jeder, aber keiner denkt daran. Natürlich, wer denkt an den Tod? Wenn du klein bist, dann wirst du Erwachsener, dann bist du Schule und Erwachsene und dann und so weiter, und Arbeit und Familie, und dann wirst du alt und irgendwann ist der Tag da. Ne? Irgendwann ist der Tag da. Aber Jesus ist gekommen an einem Bruch, er hat da ein Ende zugemacht, dass wir eine Hoffnung haben. Wir haben eine Hoffnung in Jesus, dass wenn wir sterben, wir werden nicht in dem Sinne Menschen sterben, sondern wir schlafen ein. Wir schlafen ein hier und wachen auf im Paradies. Das ist Gottes Wort. Was hat Jesus am Kreuz gesagt? Er konnte nicht mehr tun. Ne? Weißt du, der hing am Kreuz mit Jesus, ein zur Linken, ein zur Rechten, die wurden verurteilt. Und einer hat gesagt zu Jesus, denk an mir, wenn in dein Reich kommst, Herr. Was hat Jesus gesagt? Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute, nicht morgen. Am gleichen Tag. Juhu! Also wenn es Montag war im Paradies.
Das ist Gnade, das ist die Barmherzigkeit Gottes. Das ist unverdiente Gnade, die wir alle bekommen. Es ist für alle diese Gnade. Wir gehen weiter. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist ein zweites Mal, hören wir das, was der Herr sagt. Sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Hör mal zu. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Es wird ein Gericht geben, weil Gott gerecht ist. Er wird die Gott hassen, die alle die Böse lieben, alle die Bosheit lieben und nicht wenden und nicht zu Gott kommen will, die sind unter dem Gericht und es wird ein Gericht stattfinden. Aber der Herr sagt hier, wer an mich glaubt, wird nicht gerichtet. Das ist eine Freude, oder? Wir werden nicht gerichtet. Wir sind von dem Sohn gerettet, sagt es in mehreren Stellen Gottes Wort. Wir werden von Gottes Sohn gerettet, weil Jesus, was wir hatten, unsere Schuld, hat er auf sich genommen. Und wir haben das angenommen, was Jesus für dich und mich. Wir haben das angenommen. Er ist ins Gerichtssaal. Wenn du ich weiß nicht, ich war nicht im Gericht, also deswegen kann ich nicht so, aber im Gericht, ne, du stehst da und alle, dann reden die und dann sagen die das und das und das und das und das und das, eine Riesenliste gegen dich. Und du sagst dann, ja, es stimmt alles. Aber in deinem Fall, ist Jesus in diesem Gerichtsstand, da wo er stehen muss, und er sagte, ich nehme für Michael Baud, ich nehme all seine Schuld auf mich. Alles, was er gebrochen hat, nehme ich auf mich. Und alles, was du gebrochen hast, hat Jesus auf dich genommen. Weil wir es nicht können. Wir können es selber nicht. Aber er hat es getan. Weil das ist der Grundproblem in der Welt. Es ist nicht jetzt Armut oder Reichtum, aber sonst ist es Schuld. Schuld und Sünde, das ist was uns von Gott trennt. Und Jesus bringt es auf sich. Er hat alles auf sich genommen, der Wort sagt. Für dich, weil er dich liebt. Wir wollen weiter sehen, warum er das gemacht hat. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Denn unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Denn unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, was Gott uns geschenkt in unserem Geist. Die Glaube Gottes, dass wir glauben können und wissen, dass wir den Sieg haben. Wir wissen, wir haben Zuversicht in Gott, wir haben Zuversicht, dass was wir sagen stimmt, was Gottes Wort geschrieben ist für mich und für dich. Du kannst es als bare Münzen annehmen. Er gibt lebendiges Wasser und mich tut's nicht mehr. Juhu. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Es ist dieser feine Unterschied, was wir tun müssen. Wir wissen, was wir tun müssen, dass wir glauben und gerettet werden. Das hat, glaube ich, mein Bruder heute Morgen erwähnt, ne? aus Markus 16, nicht wahr? Wer glaubt und getauft wird gerettet. Wer glaubt und getauft wird, das ist das Wort. Zuerst kommt der Glaube, aber der Geist Gottes, ich rede diese Worte, aber ich weiß, dass der Geist Gottes diese Worte in eure Herzen hineinbringt. Der Geist Gottes präsentiert dir sein Wort. Er präsentiert es dich. Er zwingt es nicht. Wir sind nicht Islam oder sonst was, wo du, wenn du nicht, dann kriegst du den Kopf ab. Sondern der Geist Gottes präsentiert und sagt, meine Tochter oder mein Sohn, dies ist das Wort, du kannst es glauben, du kannst es annehmen. Es rettet. Gott, der Schöpfer aller Dinge, hat einen Entschluss getroffen. Und sein Motiv für diesen Entschluss war aus lauter Liebe, damit er uns rette aus unserer Sünde und Schuld.
Alles, was Gott tut, er kann nicht böse tun. Er ist in einem Licht und da ist gar kein Schatten. Wo Gott ist, ist gar kein Schatten. Wenn er sich wendet, ist gar kein Schatten. Wir haben Schatten, nicht wahr? Wenn wir draußen gehen. Kennst du das? Wenn der Sonnenuntergang nicht wird so lange, ewig lang, dann kennst du die Schatten, wenn du am Deich langlaufst. Ja? Das ist ungefähr 10 Meter lang, dein Schatten. Aber der hat gar keine Schatten. Keiner. Juhu. Und er liebt uns. Er ist in diesem Licht und er liebt uns darin. Er liebt dich. So wie du bist. So wie du bist, liebt er dich. So sagt, nee, du musst erstmal dich ändern. Nein, Gott ändert uns. Wenn wir so eine Gnade annehmen, er ändert uns. Wir werden verändert durch Gottes Gnade. Wir werden verändert durch Gottes Gnade. Und wir werden angenehm dem Herrn. Wir sind angenommen in den Geliebten. Ich glaube, das ist Kolosser. Wir sind angenommen in den Geliebten. Gott hat dich angenommen. Er sagt, du bist meine Tochter. Mach dir keine Angst, mach dir keine Sorgen. Ich sorge für dich. Gott ist Schöpfer. Aber obwohl er Gott ist, hat er einen Entschluss, diese Entscheidung, seinen Sohn zu senden, um zu retten. Das war aus lauter Liebe. Gott ist die Liebe. Lies mir 1. Johannes, ne? Wir haben dieses Lied auch gesungen, wo ich gläubig war, das hat mich so zutiefst bewegt. Gott ist die Liebe, lass mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch dich. Darum sage ich noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch dich. Und das ist das, was uns gewinnt. Keine Gesetze, keine Regeln, keine so eine Sachen auf uns geprallt, sondern die Barmherzigkeit und Gnade unseres Herrn. Damit er uns rette. Also das ist eine Liebesbeziehung, die Gott mit uns haben möchte. Römer 5, 6-9. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zum damaligen Zeitpunkt für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und ich habe dich in ganz schwarze, du kannst es bestimmt von da lesen, ganz schwarze, dicke Buchstaben. Gott handelt. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Sohn gerettet werden. Da haben wir nochmal dieses Wort mit Sohn. Hier hören wir es nochmal. Wir werden durch ihn vom Sohn gerettet werden. Kommt kein Sohn für die, die in Christus ist. Kein Gericht. Gott handelt. Jesus ist Gottes Liebesbeweis. Gott handelt und Jesus ist Gottes Liebesbeweis. Gottes Herz, er hat sich in Jesus geoffenbart. Jesus hat gesagt, ich glaube zu Philippus, wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater. Und Jesus hat das Vaterherz uns offenbart, dass der Vater uns liebt, dass er ein Herz für uns hat, dass er nicht ein zorniger Gott und passt auf, dass du nicht einen Fehler machst. So ist unser Gott nicht. Er ist barmherzig, gnädig. Ein wunderbarer Vater, der dich liebt. Und er hat dich gerettet, als du nicht von ihm wissen wolltest. Als wir Feinde waren. Ich kann nicht von diesem Text so bewegt. Wir waren verloren, wir kannten Gott nicht. Ich kann mich an mein Leben noch erinnern, bevor ich gerettet werde, wie es war. Ich weiß ganz genau, wie mein Leben aussah, bevor ich gerettet, bevor die Gnade Gottes begann. Plötzlich kam er in mein Leben hinein. Unerwartet, die Gnade Gottes kam. Und er warb dich, wie einen, wenn du jemanden liebst, ne? Mit einem Verlobten, ne?
bist du ein Gentleman, ne? Und wenn der Dreck ist, dann nimmst du einen teuren 80 Euro, ne, einen teuren 200 Euro Jacke und dann machst du es auf den dreckigen Weg, damit sie über die trockenen Füße, ne? Nicht wahr, Männer? Verstehst du? Das ist die Liebe, was uns packt. Und es darf auch nicht anders sein. Es darf nicht zu Gesetzlichkeit. Hast du das gemacht? Wirst du das tun? Und du und hast du und musst du und hast du. Wir tun wenn wir was tun, dann tun wir es aus Liebe zu Gott. Nicht aus Zwang, nicht aus Gesetzlichkeit. Es kann leicht hineinkommen in eine Gesetzlichkeit. Da kann er vorhin schön die Whisper, ne, du ganz leise, hast du flüstern, hast du dein Bibel gelesen heute? Was? Hast du gebetet? Was? Gnade und Barmherzigkeit. Das hat uns gerettet. Und wir tun Sachen, weil wir das tun wollen. Aus Liebe zu Gott, aus freien Stücken, nicht weil jemand sagt, das musst du tun. Gott handelt. Gott handelt. Er redet nicht nur Jesus, und Jesus ist Gottes Liebesbeweis. Das ist zwar nicht direkt in der Predigt, aber gehört zur Predigt jetzt, was ich sagen will. Aber es war so, das hat sich ergeben. Ich saß auf dem Balkon neulich, das ein paar Wochen, die Sonne schien und ich habe studiert und ich war dabei, eine Predigt zu schreiben. Der Balkon ist ein bisschen höher, ne? Und dann kamen irgendwelche 2 Leute da, also die waren so ziemlich gut angezogen. Ich dachte, die waren, wie nennt man das, Vertreter von irgendwo, nicht so ein Vertreter. Und einer hat wahrscheinlich mal in Klingel geguckt und es ist Baud. Are you Mr. Baud? Hat er in Englisch gesagt. Yes, I am Mr. Baud. Und es hat sich herauskristallisiert, ich habe es am Anfang nicht so irgendwie, die waren Zeugen Jehovas. Und die haben den richtigen Tag gewählt, weil ich war voll in Gottes Wort, ich war voller Freude. Und dann haben wir ein Gespräch, hat sich stattgefunden zwischen uns. Ne? Ja, kann nicht genau erinnern, was genau gesagt wurde, aber zum Ende hin, irgendwie sind wir auf Israel gekommen in diesem Gespräch. Dann sagte einer ein Statement, Gott hat Israel verstoßen. Oh, ich musste lachen. Ne? Ich habe gedacht, ich kann dir mindestens 10 Beweise, dass es nicht so ist. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Und wenn Gott sein Volk verstoßen hat, dann wir werden jetzt nicht hier sitzen, weil wir zusammenhängen mit Israel. Paulus hat gesagt, dass wir eingepropft sind. Als wilde Weine sind wir eingepropft in das Edle, das Israel, nicht? Der Herr. Und dann, ich habe zu ihm gesagt, wir reden darüber dann. Ich sagte, ich kann mindestens 10 stellen, der Paulus gibt es Hunderte, und die beweisen. Aber bis jetzt sind sie nicht gekommen. Aber, was sagt Gottes Wort? Weil es ist uns. Wir sind mit Israel verknüpft, wir sind im gleichen, Jesus hat gesagt, aus 2 würde ich einen machen, aus der Heiden und aus der würde ein neuer Mensch machen. Wir reden, das ist die Neudeutsch jetzt, ja? Wir lesen nicht, wir reden. Von Read und Reden. Römer 11,1. Ich sage nun, Paulus, hat Gott etwas sein Volk verstoßen? Das ist ausgeschlossen. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams von Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Erstmal da. Schön, guck mal, er wusste das. Er wusste, dass er war Nachkommenschaft vom Stamm Benjamin. Er wusste, dass er von diesem Stamm wird. Und wir lesen in Offenbarung, dass die Stämmen, die werden in den Zeiten, in der Endzeit, jeder wird wissen, von welcher Stamm er ist. Es steht da.
die verschiedenen Stämmen, wo die alle heißen. Jeder wird wissen, ich bin von Levi, ich bin von Benjamin, ich bin von Juda. Die ganzen Stämmen würden die wissen. Und wir sagen, wie könnte sowas tun? Wie könnte Gott sein Volk verstößen? Er könnte nicht. Und wir haben sehr starke Schriftstellen, die das genau das Gegenteil beweisen, was irgendwelche Leute, ich weiß nicht, ob nur Zeugen Jehovas, ob die das sagen, aber andere Leute. Aber heute beweise ich proklamiere das heute. Jeder kann diese Kassette, die gibt es nicht mehr, auf Cloud oder sonst wo oder auf YouTube. Jeremia 31, 2-3. So spricht der Herr, das Volk derer, die dem Schwert entronnen sind, hat Gnade gefunden in der Wüste, als Israel wanderte, um zu seiner Ruhe zu kommen. Der Herr ist ihm vom Ferne erschienen, ja, mit ewigen Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Mit ewiger Liebe. Gott liebt Israel mit einer ewigen Liebe und wir sind da rein. Wir sind auch geliebt. Wir sind in dieses hinein. Wir gehören da rein. Wenn du die gleiche Glaube wie Abraham, er ist der Vater uns alle. Abraham ist der Vater uns alle, mit Glauben zu tun. Und hier sehen wir erkennen mit einer ewigen Liebe. Ewigen heißt, es hört nicht auf. Etwas ewig hält ewig. Ne? Wir sind jetzt in der Ewigkeit und nachher gehen wir rüber und wir leben dann in der Ewigkeit. Da werden wir leben, wo es keine Stunden, wir brauchen keine Uhren, es gibt keine Zeit. Es ist alles Ewigkeit. Und Gott hat sein Volk bis in der Ewigkeit geliebt. Und dich auch. Du bist da drin, du bist auch hier damit gemeint. Jeremia ist auch 31, 2-3. Ich habe nur 50 Stellen noch mehr zu erzählen. Keine Sorgen. Nur das eine. Jeremia 31, 2-3. So spricht der Herr, das haben wir schon. Ja. Pardon. Ich habe das hier runter. Habe ich nicht markiert. Jesaja. Gut, ihr passt auf, ne? Sehr gut. Jesaja 43, 3-5. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der Heilige Israels, dein Retter. Ich habe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe. Und so sehen wir, was das Vaterherz, wie Gott ist. Manche sind so hart. Ja, und die Leute haben gar keine Ahnung, glaube ich, in der Welt. Ich weiß, dass die Israel, es gibt so eine Sendung in YouTube und es ist besonders für Juden, die gerettet werden, die Jesus finden, die Messias. Israel Net oder irgendwas so heißt das. Ich konnte es finden, sehr wunderbar, sehr aufbauend über Leute aller Alters, die von Gott, die überhaupt nicht, und von Jesus von überhaupt nicht. Das war ein schlimmste Ding. Die meisten, die zu Jesus gekommen sind, die müssen alles, ihre Vater und Mutter, die haben die ist ausgeschlossen, gebannt vom Leben. Und die haben Jesus gefunden. Die haben Messias und die Zeugnisse sind so was von wunderbar. Und das ist für mich ein Beweis auch, dass Gott auch in Israel rettet, liebe Geschwister. Er tut ein Werk auch in Israel. In Träume, er schenkt Träume. Und die meisten sind durch das Wort oder die sind herausgefordert. Manche, das ist sehr interessant, die meisten Juden denken, dass die Bibel, die katholische, nur über Götzen und irgendwie katholisch ist. Dann haben die entdeckt, dass die Bibel, also das Neue Testament, ist hebräisch. Ne? Und die sagen, Mensch, Jesus, er ist von uns, er ist Hebräer, er ist Israelit. Und das Wort ist über Israel. Die sind so erstaunt,
dass das so ist. Und dann haben die das gelesen und dann haben Johannes alle die ganzen, und der Herr hat sie offenbart. Durch sein Wort. Der Herr offenbart die durch sein Wort. Es gibt ganz wunderbare Zeugnisse. Ich empfehle, dass ihr das ab und zu mal anschaut. Sehr ermutigend. Nicht wahr, Sarah? Oh, sie ist nicht da. Sie hat gut gesagt. Nicht wahr, Sarah? Sie ist da hinten. Ist sie noch da? Gut. Und in Zusammenhang mit das jetzt, was ich jetzt erzähle, was hat Jesus gesagt in Matthäus 15? Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das war darum ist er gekommen, ne? Aber das Wort, zuerst hatte das Haus Israel, er wollte zuerst das Haus Israels retten, darum ist er auch gekommen. Und dann nachher ist das Botschaft an uns auch, ne? Das Paulus hat war Petrus eigentlich. Petrus war der Erste, der zu Cornelius, er war ein römischer Hundertschafter, so ein Soldat, und ist zu ihrem Haus gekommen. Ne? Und dann, eigentlich wollte er gar nicht mit zu tun mit den Heiden. Er war immer noch da, darf gar nicht. Aber der Herr hat ihm einen Traum gegeben. Und dass alle unreinige Sache runtergekommen ist. Und er sagte, iss, Petrus, iss. Und er hat gesagt, nein, so was Unreiniges habe ich nicht gegessen. Denn der Geist Gottes gesagt, was ich rein nenne, nennst du nicht unrein. Geh runter. Und dann kamen diese Leute, geh runter, ich habe die gesandt. Und dann ist zum Haus von Cornelius gegangen. Und dann das waren die Heiden. Und er hat gepredigt, und als er predigte, als noch das Wort, fiel der Heilige Geist auf diese Leute. Ohne Hände auflegen. Ohne Hände auflegen. Hör mal, der Geist fiel auf sie und sie empfangen und sie haben prophezeit und die waren erstaunt. Die Bibel sagt in der Apostel, die Jünger, die waren mit Petrus, die waren erstaunt, dass dieselbe Gabe auf die Heiden gefallen ist. Denn die haben nämlich in Zungen geredet, die haben prophezeit und geweissagt. Ist das wunderbar? Aber wir haben es ist zu uns gekommen, ne? Dann ist das Wort zu uns gekommen. Gott sei Dank. Das über die ganze Welt, ne? Vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang sei das Name des Herrn gepriesen. Das kann nur stattfinden, wenn vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang die Menschen Gott kennen. Du kannst nicht preisen und loben, die du nicht kennst. Aber diese Stelle, diese Bibelstelle erfüllt sich. Das ist in dem Psalm, nicht wahr? Und Gott ist dabei, seine Gemeinde zu bauen, seine Gemeinde zu rüsten, denn es geht bald zu Ende. Die Zeiten ändern sich, es wird schnell eine Veränderung kommen in der Welt und schon eine Veränderung und der Herr ist nah. Der Herr ist nah und wir werden bereit sein. Wir werden gerüstet im Panzer des Lichts. Verlieren werden wir nicht. Wie heißt dieses andere Lied? Wie geht die Stelle weiter? Wir triumphieren in Jesus, überwinden durch sein Blut. Benimm den Platz über allem anderen her. Kennst du den Lied? Okay, wir bringen euch bei. Von damals. Wir sehen jetzt, dass Gott ist die Liebe. Und Jesus ist der Beweis, denn Jesus hat den Tod geschmeckt für dich und mich. Also für dich und mich. Er tat, was kein Mensch tun könnte, denn er ist Gottes Sohn, Gott gleich. Das könnte kein Mensch für uns das tun. Kein Mensch, egal wie groß, wie klug, wie weise, was er vor sich hält, was er meint, er ist. Keiner kann für uns den Tod schmecken, nur Jesus. Nur Jesus kann das, weil er Gott ist, Gottes Sohn, und er ist Gott gleich. Was hat er gesagt mit dem Tod? Mit dem Kreuz? Er sagte, im Johannes ist es, ich gebe mein Leben hin.
keiner zwingt mich dazu. Keiner hat Jesus gezwungen. Ich tue es freiwillig. Ich gebe mein Leben hin und ich nehme es wieder auf. Diese Gebot habe ich von meinem Vater bekommen. Diese Gebot habe ich von meinem Vater bekommen. Und er hat das Leben und keiner kann es von ihm nehmen. Er tut es freiwillig. Der Teufel hat ihm nicht, er dachte, er wäre das. Aber Jesus hat nur getan, was notwendig ist. Den Weg des Kreuzes musste er gehen. Er musste die Erlösung, eine ewige Erlösung für uns vollbringen. Aber der Teufel dachte, jetzt habe ich ihn. Aber das wäre ein Pechbrot. Denn der Herr ist auferstanden von den Toten. Und dann haben die Nachricht zu ihm gebracht. Er hat gefeuert. Das ist meine eigene Vorstellung. Der Teufel hat gefeuert in der Hölle da mit seinen Leuten da, mit einem großen Tisch. Dann kam ein anderer gekommen und hat in sein Ohr geflüstert, Jesus ist auferstanden. Die ganze Dämonen sind alle. Und er ist in den Tod gekommen und hat den Schlüssel von ihm genommen. Den Schlüssel und hat die Kerker aufgemacht. Das ist unser Herr. Mächtig ist unser Herr. Und er hat es getan. Hebräer 2, 9-10. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Für jeden. Du bist dabei. Ich bin dabei. Ich bin damit gemeint. Wir sind gemeint hier. Für jeden den Tod schmeckte, denn es geziemte ihm um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, der den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Das ist wunderbar. Er tat es für dich. Er hat den Tod geschmeckt, damit wir es nicht schmecken müssen. Wir schlafen ein, weil wir in Jesus sind. Wir können nicht sterben. Wer mich glaubt, was hat der Herr gesagt? Der ist vom Tod ins Leben hinübergegangen. Wer stirbt, obwohl er stirbt, wird er leben. Wir werden leben. Wir werden nicht jetzt verrotten. Wir gehen zu Gott. Im Moment wir die Augen zu sind wir bei ihm. In einer Sekunde. Nee, noch schneller. Noch schneller. Wenn du Zeugnisse hörst von Leuten, die gestorben sind, aber der Herr hat ja gesagt, nein, du musst zurück. Das ging so. Die waren da und wieder zurück. Und so wird es mit Gottes Kindern gehen. Und Gott, den Vater, hat ihn von den Toten auferweckt, nachdem er unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat. Was hat Jesus gesagt, bevor er starb? Es ist vollbracht. Das ist auch ein Lied. Vollbracht, ja, vollbracht, vollbracht, ja, vollbracht, durch dein kostbares Blut gewann er die Schlacht. Vollbracht, ja, vollbracht, vollbracht, ja, vollbracht, durch dein kostbares Blut gewann er die Schlacht. Danke, Jesus, ich bin frei. Danke, Jesus, das Alter ist vorbei. Danke, Jesus, ich bin frei. Danke, Jesus, das Alter ist vorbei. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Ist jemand in Jesus, so ist eine neue Schöpfung. Nur das ist diese alte Leute, ne? Ist okay, no problem. Was innen ist richtig. Was inwendig ist. Das habe ich jetzt neulich, mein Sohn hat mir in Kalifornien aus Psalm 103,5, dass er deine Jugend erneuert. Aber dann kam mir eine Stelle, ich glaube, es im Römisch das. Naja,
Kommen wir wieder drauf in einem Moment. Ja, genau, in Korinther, dass auch wenn unser alter Mensch abgerieben wird oder alt wird, so wird die Inwendige erneuert. Erneuert. Außen alt, innen neu. Und manchmal innen neu und außen neu. Wenn der Herr dich stärkt, wenn der Herr dich erneuert, aus Psalm 103,5, der deine Jugend erneuert, wie ein Adler, das tut er auch. Er tut das auch. Das ist so ein Wort, es ist aktiv, es ist quick, es sind die Verheißungen Gottes, wodurch wir leben. Wir haben Kämpfe. Wir haben auch mit Krankheit zu tun. Wir haben mit diesen Dingen, aber da so ein Wort ist da. Wenn wir so ein Wort nicht hatten, dann weiß ich nicht, was wollen wir denn tun? Ne? Aber wir haben die Verheißungen. Petrus sagte, ne? Ich habe die Verheißungen, durch die Verheißungen, die große Verheißungen Gottes nehmen wir Anteil an der göttlichen Natur. In Petrus ist das, ich glaube 1. Petrus oder 2. Petrus. Durch die herrlichen Gnade, diese Verheißungen Gottes, haben wir Anteil an der göttlichen Natur. Ist wunderbar. Wir haben eine neue Natur, wir sind eine neue Schöpfung. Wenn wir eine neue Schöpfung, wenn das Alte vergangen ist, dann was Neues. Und das Neue ist aus Gott. Alle, die aus Gott geboren sind, überwinden die Welt. Das habe ich am Anfang gesagt. Wir sind aus Gott geboren. Und auch wenn das ist nur unser Zelt hier. Ne? Das ist nur mein Zelt, was da drinnen ist. Das ist, was zählt. Das ist, was zählt. Ja, die Jungen, ihr seid noch alle jung. Aber wir bleiben jung im Herzen. Das ist, was zählt. Dass der innere, inwendige Mensch erneuert wird, gestärkt wird, erneuert im Heiligen Geist. Er ist jeden Tag daran. Ich muss daran denken, dass er jeden Tag dabei ist. Ne? Nur jeden Morgen, groß ist deine Treue, die Güte des Herrn ein Kalender. Das ist auch für uns gedacht. Damit wir Hoffnung haben durch die Schriften, da beziehen wir unsere Zuversicht, da stärken wir unsere Zuversicht an die Verheißungen. Wuhu! Okay, bin bald fertig. Okay? Nur einige Stellen noch. Nur Psalm 119, Psalm 118. Okay. Vollbracht, ne? Er hat es vollbracht. 1. Petrus 1, 18 bis 21. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus, vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden, um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt. Um euretwillen. Er ist um euretwillen geoffenbart. Und Gott sagt, es ist Zeit, mein Sohn, es ist die Zeit jetzt. Er ist gekommen für dich, um unseren uns zu retten, uns zum Vater zurückzubringen. Mit dieser Beziehung, die durch die Sünde gebrochen wurde. Er hat uns wieder zurückgebracht zu dieser Stellung als Kinder Gottes. Nicht wahr? Wir waren früh, wir kannten Gott nicht, ich weiß mein Leben, ich kann jeder auch, bevor ich gläubig wurde, ich wollte von Gott gar nicht wissen. Ich war fein, ich habe nur Scherz und Witze über Gott gemacht, weil ich in ein sündiger Mensch war, nicht gerettet, ungerettete Menschen. Aber als der Herr kam, das hat sich geändert, denn gab uns eine neue Sprache. Ich war Soldat, die haben eine harte Sprache, die haben einen harten Umgang. Nicht schön. Jeder dritte Wort ist ein Schimpf, aber ein schlimmes Schimpfwort. Ich weiß noch, der dritte. Wenn du als Soldat in ein Gespräch, ne, dann wird dann gehen, was schlimm war. Und das ist das Erste, was ich erkannt. Das ist eine neue
die neue Schöpfung, die neue Natur, nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit, in wahrer Heiligkeit. Wir haben eine andere Mundart jetzt, eine andere. Wir schimpfen nicht jetzt. Wir mecken nicht so, wir schimpfen nicht und wir reden gute Worte. Und wenn du noch dabei bist, wenn du vielleicht dich ertappst manchmal, wenn du was Schlechtes und sagst, stopp, ich bin eine neue Schöpfung, ich rede anders. Amen? Man muss ja auch, wir haben auf Acht. Aber eine neue Schöpfung, es ist was Wunderbares. Es ist was in uns, eine neue Natur. Neue Schöpfung, neue Natur, neue Sprache. Das sind die 3 Kennzeichen von Gläubiger. Der hatte das Zentrum, ich weiß nicht, ob ich es zu Ende gelesen habe, aber wir lesen im Moment durch ihn, ja, genau. Aber am Ende der Zeit geoffenbart wurden um euren Willen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Juhu! Die Auferstehung. Weil er auferstanden ist, sind wir auch mit ihm. Ne? Was ist der Taufe? Warum taufen wir uns? Taufen wir uns, um zu retten? Nein, wir taufen uns. Wir sind gerettet. Wenn wir taufen, um das als Zeugnis. Der Taufe ist ein Zeugnis für die andere, für die Welt und für die Unsichtbaren, dass wir sind gerettet. Das ist der Taufe jetzt. Wir sind in den Taufen in den Tod hinein, wie Jesus auferstanden ist, sind wir auch zum neuen Leben. Das ist in Römer. Kannst du es nachgucken. Ist das wunderbar? Wir sind gerettet. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und das nicht aus euch selbst. Es ist die Gabe Gottes. Gott gibt dir den Glauben, damit du glauben kannst. Ist das wunderbar? Er gibt dir Glauben, damit du glauben kannst. Haben wir vorher, bevor wir gerettet haben wir an Gott geglaubt? Ich habe nicht an Gott geglaubt. Keineswegs. Das Wort sagt, es wahr, dass wir in Feindschaft waren. Und Jesus spricht, der Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Und das ist das Wort des Glaubens, die wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zustande werden. Liebe Geschwister, wir haben eine felsenfeste Errettung und diese Errettung hat Jesus für jetzt und in alle Ewigkeit für uns bewirkt. Amen.